Dieser Mann recycelt zum Teil tatsächlich und hat einen Traum. Und bei der Verwirklichung seines Traumes begleiten wir von ZIP ihn schon eine ganze Weile. Für Sie, liebe Zuschauer, Frank Ladewig möchte mit einem selbstgebauten Katamaran die Weltmeere bereisen. Aber einen Katamaran, den baut man nicht eben mal in einer Garage. In einem alten Deichhaus in Brandenburg fand er die ideale Werkstatt. Und beim letzten Besuch mit unseren Kameras brachte er alte Bohlen des Berliner Stadtschlosses zum Boot. Heute nun die Erklärung, warum. Herr Budin, ich habe die Haare geschnitten. Hier treffen zwei Visionäre aufeinander. Wilhelm von Budin, Geschäftsführer des Fördervereins für den Wiederaufbau des Berliner Schlosses, und Frank Ladewig, gelernter Bootsbauer. Die beiden kennen sich noch gar nicht so lange, doch die Art und Weise, wie sie versuchen, ihre Visionen umzusetzen, verbindet sie. Jetzt bin ich aber gespannt. Als Wilhelm von Budin vor 4 Monaten zum ersten Mal die Baustelle des Katamarans besuchte, war noch nicht viel zu sehen. Doch der Bootsbauer Frank Ladewig, der in seinem Leben schon rund 40 Boote gebaut hat, sprach so begeistert von seinen neuesten Plänen, dass von Budin klar wurde, das könnte was werden. Ich mag Pioniere, ich mag Leute, die was Ungewöhnliches tun. Und wissen Sie, das ist die Antriebskraft, die wir überall brauchen. Wir haben so wahnsinnig viele ängstliche Leute in Deutschland und so wahnsinnig viele Leute, die immer die großen Bedenkenträger sehen und dann vor allen Dingen, wenn sie einen gewissen Ruf haben, vor allen Dingen ihren Ruf schützen, damit sie ihn nicht verlieren. Das mag ich an Ladewig, dass ihm sein Ruf scheißegal ist und dass er eben sagt, ich fahre zur See mit dem Kiste. Und dann baut er hier in einem Schuppen im hintersten Oderwinkel ein Schiff, das seetüchtig ist. Und das halbe Haus muss abgerissen werden, wenn es hier wieder rauskommt. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Im Frühjahr 2021 soll der Katamaran fertig sein. Für viele ist das unvorstellbar, aber die Bootsbauer zeigen Fotos, wie ihr Traumschiff dann aussehen soll. Das ist ein kleineres, aber das ist genau das Schiff. Ungefähr 12.000 Arbeitsstunden sind nötig, um ein solches Boot zu bauen. Da kämen für einen Einzelnen mehr als 6 Jahre Arbeit zusammen. So viel Zeit haben die Bootsbauer im Oderbruch nicht. Der Morgen und, aus Frankreich und ich, wir sind die Hauptakteure und wir haben viele andere Freunde, die immer wieder, wenn sie Freizeit haben, hierher kommen, uns unterstützen und so schaffen wir das eben halt in einem relativ kurzen Zeitraum eben halt diese Arbeitsmenge eben halt zu bewältigen. Um solch ein Projekt zu stemmen, ist auch viel Geld nötig. Wilhelm von Budin ist ein großes Vorbild für den Bootsbauer. Er hat geschafft, was andere für unmöglich hielten. Über 90 Millionen Euro hat er für den Bau des Berliner Schlosses gesammelt. Doch wie kann dieser Mann, der übrigens von der Küste stammt, hier beim Bootsprojekt helfen? Indem ich zum Beispiel meine Bekanntheit gnadenlos dazu ausnutze, ihn bekannt zu machen. Mein ganzer Job auch beim Schloss war nichts anderes als Kommunikation. Ich war eher Briefträger und Botschafter, weil ich Leute zusammengebracht habe, die von nichts wussten, voneinander nichts wussten. Und dadurch ist auch der Schlosserfolg gekommen. Das können Sie am besten machen, indem Sie Ihre Beziehungen ausnutzen und dabei lachen und fröhlich sind. Und der Ladewig lacht in einer Weise, dass es schon erheiternd ist. Und es macht Spaß. Es gibt übrigens noch etwas, das die beiden Männer verbindet. Dieses uralte Holz. Ursprünglich waren es Pfähle unter dem Berliner Stadtschloss. Nun will Frank Ladewig Holzbögen für die Kajüte draus bauen. Der erste wird gerade gebogen, später wird er geschliffen und eingebaut. Dann geht das historische Holz auf Weltreise. So wie viele Helfer und Unterstützer auch. Wer hier mitbaut oder spendet, darf sich für eine Reise bewerben. Das Los wird entscheiden.